In unruhigen Zeiten wie jetzt versuchen viele Menschen an Situationen und Menschen festzuhalten, die ihnen das Gefühl von Sicherheit geben. Welche wichtige Rolle können Träume für deinen Seelenweg spielen? Was hat es mit den sogenannten luziden Träumen auf sich? Und wie kann es dir gelingen, Träume am Morgen zu erinnern? Was glaubst du, warum deine Seele beschlossen hat, gerade jetzt in diesen verrückten Zeiten zu inkarnieren? Nach meiner Erfahrung und Erkenntnis bis jetzt hat sie das beschlossen, um besondere Erfahrungen für sich als Seele zu machen. Zum einen ihr Potenzial zu entfalten, in dem Maße, wie es ihr Seelenplan, den sie zusammen mit ihren Seelenbegleitern ausgetüftelt hat vor der Inkarnation, umzusetzen und mit Leben zu erfüllen und auch um in dieser schwierigen Situation der Erde, der sie als Mensch ja angehören, der Erde als lebendem Organismus zu dienen. Kleiner Hinweis zu Beginn, prüfe bitte wie immer, inwieweit du mit dem, was wir hier in diesem Video besprechen, in Resonanz gehen kannst und wähle dann das für dich aus, was sich für dich stimmig anfühlt. Welche Rolle können Träume für unseren Seelenweg spielen? Im Einstieg hatte ich ja schon gesagt, manchmal sind wir geneigt, an Vertrautem einfach festzuhalten. Ich nenne das auch gern Verharren im vertrauten Elend, auch wenn wir schon tief in uns drin wissen, dass wir vorwärts gehen müssten, dass wir einen anderen Weg gehen müssten. Aber wie das so ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das Universum schickt uns viele Zeichen, täglich, zigfach. Entsprechende Videos dazu von meinem Kanal verlinke ich am Ende dieses Videos. Kannst du gern schauen, um welche Zeichen es sich dabei handeln könnte. Krasse Zeichen sind wirklich Erkrankungen, dann wissen wir ziemlich genau, dass wir von unserem Seelenweg, den wir ursprünglich uns vorgenommen hatten, abgekommen sind. Ein viel sanfteres Zeichen sind unsere Träume. Und diese Erfahrung hast du sicher auch schon gemacht. Nach einem turbulenten Tag hast du möglicherweise Albträume. Schläfst schon mal schlecht ein, schläfst dann ganz unruhig und am Morgen, wenn du wie zerschlagen aufwachst, dann weißt du, ich habe einen Haufen Mist geträumt. Diese Träume sind total wichtig, um all das, was auf dich eingepurzelt ist, in Ruhe zu verarbeiten, während du schläfst. Das ist so wichtig. Deswegen ist einigermaßen gut schlafen so wichtig. Ich persönlich nutze zum Beispiel ja, Theta-Wellen, die ich mir mal kurzzeitig aufs Ohr vorher haue, oder einen Abendspaziergang, um so weit zur Ruhe zu kommen, dass Albträume möglichst ausbleiben. Natürlich gibt es auch diese wunderbaren Träume, auch wenn wir sie am Morgen nicht erinnern können, bei denen wir aufwachen mit einem beschwingten, leichten Gefühl. Wir wissen nur, ach, irgendwas Schönes muss ich geträumt haben. Ich wache auf, habe gute Laune, springe aus dem Bett und das Tagwerk kann beginnen. Und es gibt diese Träume, die Botschaften für uns haben. Ich erinnere sie am Morgen, bin mir aber in dem Augenblick noch darüber im Unklaren, was sie zu bedeuten haben. Das sind aus meiner Erkenntnis und Erfahrung Botschaften des Universums, von Gott, deiner Seelenbegleiter, wie auch immer du es nennen möchtest, um dich ganz sanft auf deinen Weg zu bringen, den du möglicherweise ein Stück weit verlassen hast.
Träume sind natürlich häufig so, dass wir damit zunächst erstmal gar nichts anfangen können. Da sind irgendwelche Bilder, da sind Personen, von denen wir intuitiv wissen, das ist die Person, die sah im Traum aber irgendwie ganz anders aus. Ich habe mir angewöhnt, solche Träume erstmal kurz zu notieren in einem Traumtagebuch, in meinem Notizbuch oder wie auch immer und dann im Grunde in Meditation damit zu gehen und darüber zu sinnieren, was sie für mich bedeuten können. Natürlich gibt es im Netz jede Menge Traumdeutungen, was weiß ich, ein Pferd taucht auf und das bedeutet dies und dein Hund taucht auf, das bedeutet jenes. Kannst du nutzen als Inspiration. Nach meiner Erfahrung ist das Allerbeste jedoch, wenn du deine Seele befragst und das passiert am besten in der Ruhe, in meditativem Zustand. Wie meditieren geht, verlinke ich ebenfalls am Ende dieses Videos für dich. Mach dir dann also dein Bild, was dieser Traum für dich zu bedeuten hat und schlussfolgere dann für deine nächsten Schritte. Und das machst du dann mit dem Kopf. Was hat es mit den sogenannten luziden oder auch Klarträumen auf sich? Wenn dir je so ein Traum geschehen ist, dann kennst du das Gefühl. Du wachst auf und fragst dich, ist das jetzt wirklich passiert oder habe ich das nur geträumt? Und es ist noch verrückter, während du träumst, ist dir im Traum auf irgendeiner Ebene bewusst, dass du träumst. Es gibt im Netz Anleitungen dazu, wie man zu einem luziden Traum kommen kann. Ich persönlich halte da nichts davon. Luzide Träume kommen, wenn sie wichtig sind für dich, von ganz allein. Da musst du gar nichts dafür tun. Sie kommen. Was ist die Aufgabe von luziden Träumen? Aus meiner Sicht geht es darum, dir Situationen schon vorwegzunehmen, wie so eine Art Vision, damit du dich dann in deinem Wachbewusstsein innerlich schon mal drauf einstellen kannst, damit du dann schauen kannst, welche Zeichen zeigen sich mir jetzt im Außen, damit das, was ich da gesehen und worauf ich vorbereitet werden soll, auch wahrnehme, wenn es dann zu mir kommt. Das ist das eine. Und es gibt noch verrücktere luzide Träume, nämlich die, in denen du dir bewusst bist, dass du träumst, dir verschiedene Wege, meistens sind es nur zwei, jedenfalls kenne ich das so aus eigenem Erleben, aufgezeigt werden, die du gehen kannst und du noch im Traum eine Entscheidung treffen möchtest und kannst, welchen Weg du wählen willst. Du wachst dann auf mit einer Klarheit, nach der du vorher händeringend gesucht hast, um die du dich bemüht hast mit deinem Kopf. Gott sei Dank ist der Kopf im Traum ausgeschaltet und dein viel größeres Unterbewusstes im Verbund mit deiner Seelenbegleitung, mit dem Universum, mit Gott, mit den Engeln, wie auch immer, hat eine Chance, zu dir vorzudringen. Und genau diese Chance bekommst du mit solch einem luziden Traum. Und der erreicht dich nach meiner Erkenntnis wirklich immer dann, wenn du ihn dringend benötigst für deinen weiteren Weg. Vielleicht sagst du dir jetzt, das mit den Träumen ist ja alles schön und gut, aber ich erinnere mich früh nie an meine Träume oder fast nie. Dafür habe ich 3 Tipps, helfen bei mir, haben auch vielen anderen schon geholfen. Schau einfach. Das Wichtigste ist, bevor du schlafen gehst, komme runter. Musik, beruhigende Musik, Meditationsmusik oder ähnliches ist eine gute Idee.
Zweitens, formuliere gegenüber deinen Seelenbegleitern, den Engeln, dem Universum, Gott, wer für dich der stimmige Ansprechpartner in der geistigen Welt auch sein mag, deine Absicht, wichtige Botschaften aus Träumen dich am Morgen erinnern zu lassen. Das funktioniert ziemlich gut nach meiner Erfahrung. Und das Dritte, lege neben dein Bett auf den Nachttisch einen Zettel und schreibe auf, was immer dir in den Kopf noch kommt, in dem Augenblick, wo du aufwachst. Wenn du nachts aufwachen solltest, ja, auch wenn du noch so müde bist, mach dir das Licht kurz an und schreibe auf, was du gerade noch erinnerst. Manchmal sind es nur Fragmente. Am nächsten Morgen ergeben sich aus den Fragmenten aber ganze Bilder. Ich hoffe, du kannst für dich die eine oder andere Inspiration mit herausnehmen und sie für dich und deinen Seelenweg nutzen. Ich wünsche dir gute Träume, erinnerte Träume, eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.